Kobi lässt uns gerade wieder zu den Sternen fliegen, wobei ich mir gedacht habe, bleiben wir lieber auf dem Boden der Tatsachen und sprechen in den Fakten über eine weltbekannte Firma aus Niedersachsen. Willkommen in der Norpenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Oktober 2024 gibt es eine neue große Limited Edition aus dem Hause Kobi, nämlich das Set 3119, unsere V2 mit den SS100 Hanomag Transportergestell und 4 Minifiguren sowie ein paar Schildern. Also eine ganze Menge historische Fakten, die ich euch heute liefern kann. Aber schauen wir doch erstmal in die Vergangenheit und gucken, wie wir dieses Set gebaut haben und vor allen Dingen, wie diese Steine hier im Karton gelagert waren. Bevor wir richtig loslegen, für euch eine Übersicht über alle drei Varianten der V2 aus dem Hause Kobi, die 3119, die Limited Edition, die 3120, die Executive Edition ohne Hanomag und ohne 3 Figuren und die normale Version, die 3121, die V2 auf Statisch. Im Oktober 2024 entführt uns Kobi mit seiner aktuellen Limited Edition der 3119 an die Ostsee nach Peenemünde in die Versuchsanstalt, wo die berühmte Aggregat 4, die V2-Rakete, gebaut wurde. Dementsprechend heißt unser Set V2 Rocket and SS100 Transporter, hier nämlich der Transporter mit Trailer aus dem Hause Hanomag. Für mich als Niedersachse freue ich mich da besonders, euch heute nämlich darüber Fakten liefern zu dürfen. Aber Freunde, bleibt auf jeden Fall dran, denn wir haben eine Menge zu erzählen. Natürlich kommt das Set aus der Historic Collection World War II, ist klar, bei einer V2-Rakete, aber wir haben hier 4 Minifiguren. Und zu 2 davon kann ich euch nachher auch noch spannende Fakten liefern. Und dieses Set scheint auch sehr spannend zu werden, denn wir haben hier diese bedruckte Bauanleitung, den Blueprint der V2-Rakete quasi, sowie das Typenschild und natürlich dann den Transporter, den Trailer und die Rakete samt statisch selber. Das alles sind 1525 Steinchen, ich habe es euch gesagt, mit 4 Minifiguren und es kommt alles im Maßstab 1:35 daher aus dem Hause Kobi. Das Artwork gefällt mir ganz gut. Was mir nicht gut gefällt, das sehen wir auf der Rückseite, ist, dass diese Limited Edition bei mir kartontechnisch eingedruckt ist. Deswegen fokussiert euch jetzt hier eh nicht so auf die Infotafeln, die bekommt ihr gleich bei mir, nämlich bei meinen Infotafeln. Wichtiger ist natürlich hier, dass wir sehen, dass der ganze Trailer 64 cm lang wird mit aufgelegter Rakete und 13 cm hoch in der Trailer-Version. Wenn wir aber mal gucken, hier an der Seite steht es, wir sehen, dass die ganze Rakete über 43 cm hoch wird und über 8 cm wird sie breit sein. Aber, und das finde ich ganz besonders cool, wir haben hier wieder eine Menge historische Fakten zu erzählen. Ich habe es euch gesagt, denn wir haben hier Wernher von Braun, den Vater der modernen Raumfahrt, kann man sagen. Und wir haben Generalmajor Dr. Walter Dornberger. Zu denen gibt es auch eine Menge zu erzählen und 2 weitere Soldaten sowie Originalfotos aus der damaligen Zeit. Also es wird heute spannend und wir fangen mit dem ersten spannenden Punkt an. Wir lassen nämlich unseren Karton hier in die Lüfte steigen, um zu schauen, was sich für Kobi-Steine und welche Anleitung sich hier drinne verbirgt. Ja, Freunde, da ist der Inhalt des Kartons bei uns auf dem Bautisch gelandet und erfreulich, beziehungsweise vielleicht auch nicht, das sehen wir gleich, ist, dass wir hier nur eine Anleitung haben, hochglanzbedruckt, klammergebunden, aber sehr dick. Ich kann euch sagen, 351 Bausteps, aber schauen wir uns gleich an. Natürlich im Maßstab 1:35 und alles hier pad printed, also heißt, wir haben keine Aufkleber und die Altersempfehlung ist ab 11 Jahren. Ihr dürft weiter in den Kommentaren raten, welche Nummer mein Zertifikat hat. Das öffnen wir zum Schluss, wenn wir das gebaut haben. Wichtig ist aber, wir haben hier eigentlich 6 Bauabschnittstüten. Die 1, die 2, die 6, die 5, die 4 und die 3. Aber eigentlich, hahaha,
haben wir 7 Tüten, denn wir haben hier noch so eine kleine Tüte mit 2 Steinen. Da ist der Kobi Qualitätssicherung wahrscheinlich noch aufgefallen, dass diese 2 Steine fehlen. Finde ich gut. Wir hatten in der Vergangenheit ja andere Geschichten. Also 1, 2, 3, 4 Tüten. Natürlich viel Grau und Schwarz und Weiß. Ich bin gespannt, wie es sich bauen lässt. Das kann ich euch aber gleich erst sagen. Lasst uns noch einmal einen Blick werfen in die Bauanleitung. Ich habe es euch gesagt, Hochglanz gedruckt, DIN A4 und mit 351 Bausteps. Wichtig immer für alle, die vielleicht neu sind oder die hier mit der V2 zum Beispiel das erste Mal ein Kobi-Set bauen. Lasst euch nicht abschrecken durch die Bauanleitungen. Hier ist ganz gut erklärt, wir fangen mit der Tüte 1 an. Das ist nicht diese hier. Das ist die hier. Die reißen wir auf. Ihr verteilt euch die Steinchen, wie ihr das wollt, nach Farbe, Form oder Geruch oder Geschmack. Das ist mir egal, wie ihr das möchtet. Wichtig ist nur, dass ihr immer mal hier in diese erste Legende schaut, damit ihr wisst, welchen Slope, welchen Bracket, welchen Stein mit welchem Winkel, welcher Rundung ihr benutzen müsst. Die sind alle immer mit Buchstaben versehen und dann klemmt ihr drauf los, nämlich von Bauschritt zu Bauschritt, von Baustep-Tüte zu Bauabschnittstüte, so ist es richtig. Und wichtig ist, Pfeile weisen uns immer den Weg und in diesen kleinen rechteckigen Kästchen sehen wir immer die Steine, die wir brauchen. Und der aktuelle Baustep ist immer farblich, der davor ist ausgegraut, beziehungsweise hier in so einen Elfenbein, würde ich sagen, gehalten. Wie gesagt, wir arbeiten uns durch von Tüte zu Tüte. Wir gucken immer hier, welchen Baustep haben wir. Wir haben hier immer ganz wichtig solche Anlegehilfen. Da brauchen wir keine Noppen zählen, spart ein bisschen Zeit. Manchmal heißt es auch hier, wir bauen den Baustep zweimal. Das kennen wir auch, also achtet darauf. Und ganz fertig sind wir dann mit dem Baustep. Ich habe es euch gerade schon gesagt, 351, wenn wir hier die Kamera zusammenbauen. Wobei, ganz ehrlich, ja hier eigentlich sogar noch ein paar Schritte dazukommen müssten, weil wir ja die Figuren zusammenbauen. Und dann seht ihr hier unten schon in kleinen Kastel und das schlägt sich auf den nächsten Seiten fort, nämlich die Teileübersicht. Sollte euch ein Teil fehlen, könnt ihr hier den Teil quasi euch raussuchen. Und das Teil meine ich, welche Nummer sie hat und das dann hier unten bei Kobi auf der Webseite bei deren Service monieren Falsches fehlt. Mir ist es schon ein paar Mal vorgekommen, dass hier wirklich Teile mir gefehlt haben, aber Kobi sendet dann immer sehr schnell nach. Erschreckt euch bloß nicht, wenn ihr dann ein Einschreiben bekommt. Das sieht dann so ungefähr aus. Also ihr habt dann keine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen, sondern einfach nur eure Post von Kobi ist gekommen. Und auch ganz wichtig, ihr habt es ja gerade gesehen, das ist alles hier nummeriert nach Bausteps, nicht nach Seitenzahlen. Ja, aber genug gezählt und vor allen Dingen keine Erbsen gezählt, sondern tolle Klemmbausteine. Ich freue mich jetzt riesig, dieses Set zu klemmen, obwohl ich auf diesem Kanal ja schon ein paar Mal eine V2 gebaut habe. Wenn ihr das mal gucken wollt, schaut mal hier oben auf dem i, da findet ihr nämlich meine Kanalübersicht, meine Playlist, da könnt ihr sehen, was ich schon gebaut habe. Denn ich kann euch verraten, es gibt heute nicht wirklich viele Fakten zur V2, denn wie gesagt, schaut mal auf den Playlist, da habe ich schon viel drüber erzählt. Nein, wir sprechen heute hauptsächlich über Hanomag, da freue ich mich ganz besonders drauf. Deswegen euch viel, viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich, liebe Freunde, könnten wir wieder über Wernher von Braun und seine V2 sprechen. Aber das habe ich schon in 2 Videos hier auf meinem Kanal gemacht. Vielleicht zieht ihr euch diese Videos nach diesem Video rein. Und ich finde, ziehen ist auch das Stichwort. Wir bauen hier eine Zugmaschine von einer interessanten Firma, die lustigerweise sogar noch aus Hannover kommt, der Landeshauptstadt meines Geburtsbundeslandes. Und ich finde, diese Firma, Hanomag heißt sie, hat eine interessante Vergangenheit und über diese sprechen wir heute in den Fakten. Hanomag, die Hannoversche Maschinenbau-Aktiengesellschaft, war ein traditionsreiches Unternehmen aus Deutschland, das besonders in der Maschinenbau- und Fahrzeugbranche bekannt wurde. Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Gegründet wurde die Firma, die 1871 zu Hanomag wurde, im Jahre 1819 von Georg Egestorff in Hannover-Linden. Das Unternehmen begann als Gießerei und Maschinenfabrik, die sich anfangs auf den Bau von Dampfmaschinen und schwerem Gerät spezialisierte.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Hanomag zu einem führenden Hersteller von Lokomotiven. Eine der bedeutendsten Innovationen des Unternehmens war die Einführung von Lokomotiven mit niedriger Bauweise, die es auch ermöglichte, größere und schwerere Güter effizienter zu transportieren. Im Jahre 1904, also fast 100 Jahre nach der Gründung, war Hanomag einer der führenden Lokomotivenhersteller in Europa. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts erweiterte Hanomag seine Produktion auf Automobile. Im Jahre 1920 präsentierte das Unternehmen sein erstes Auto, den Hanomag Typ P. Dieses im Volksmund Kommissbrot genannte Automobil war ein kleines, zweisitziges Fahrzeug, das aufgrund seiner kantigen Form an ein Brotlaib erinnerte. Diese Phase markierte den Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen, das sich nun auch in der Automobilindustrie etablierte. Hanomag produzierte in den folgenden Jahren eine Vielzahl von PKWs, darunter auch den Hanomag Rekord, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ein populäres Modell war. Während des Zweiten Weltkriegs spielte Hanomag eine zentrale Rolle in der Rüstungsindustrie des Dritten Reiches. In dieser Zeit stellte das Unternehmen zahlreiche militärische Fahrzeuge und Ausrüstungen her, die für die Kriegsführung der Wehrmacht von entscheidender Bedeutung waren. Insbesondere war Hanomag für die Produktion von Halbkettenfahrzeugen bekannt, die aufgrund ihrer Geländegängigkeit und Vielseitigkeit eine wesentliche Komponente der deutschen Militärstrategie darstellten. Eines der bekanntesten Produkte aus dieser Zeit war das Sonderkraftfahrzeug 250, ein leicht gepanzertes Halbkettenfahrzeug, das für den Transport von Truppen und Ausrüstung verwendet wurde. Es wurde in verschiedenen Varianten produziert, die unterschiedlichen militärischen Zwecken dienten, darunter als Mannschaftstransporter, Artilleriebeobachter und Aufklärungsfahrzeug. Das Sonderkraftfahrzeug 250 konnte bis zu 8 Soldaten befördern und war aufgrund seiner Fähigkeit, auch in unwegsamem Gelände zu operieren, besonders im osteuropäischen Kriegsschauplatz von Bedeutung. Neben den Halbkettenfahrzeugen stellte Hanomag auch andere militärische Nutzfahrzeuge her, wie etwa den LKW SS 100, einen robusten Lastkraftwagen, der für den Transport von Munition, Treibstoff und Versorgungsgütern auf den Schlachtfeldern Europas eingesetzt wurde, unter anderem als Zugmaschine für den Meilerwagen, der mobilen Abschussrampe, der Aggregat 4 Rakete, die wir alle als V2 kennen. Ein weiteres Produkt war der Zugkraftwagen 3 Tonnen bzw. Sonderkraftfahrzeug 11, ein leichtes Zugfahrzeug, das unter anderem zum Ziehen von Geschützen diente. Entwickelt wurde es allerdings bei Borgward in Bremen. Insgesamt wurde im Verlauf des Krieges über 9000 Fahrzeuge gebaut. Diese Fahrzeuge zeichneten sich durch ihre Zuverlässigkeit und Geländegängigkeit aus, was sie zu unverzichtbaren Transportmitteln für die Wehrmacht machte. Generell war Hanomag ein Spezialist für Schützenpanzerwagen. Hanomag war auch in die Herstellung von Kampfpanzern involviert, darunter der Panzer V Panther und der Jagdpanzer V Jagdpanther. Neben der Fahrzeugproduktion war Hanomag auch an der Herstellung von Motoren für militärische Fahrzeuge beteiligt. Diese Motoren wurden nicht nur in den eigenen Fahrzeugen verwendet, sondern auch in Fahrzeugen anderer Hersteller, was die Bedeutung des Unternehmens für die deutsche Kriegswirtschaft weiter unterstrich. Nach dem Krieg war das Unternehmen stark geschwächt und musste sich neu ausrichten. In den 50er Jahren verlagerte Hanomag seinen Schwerpunkt auf den Bau von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen, insbesondere von Traktoren und Baggern. Ein wichtiger Meilenstein war die Einführung der Hanomag-Traktoren der R-Reihe in den Jahren ab 1954, der besonders in der Landwirtschaft weit verbreitet war. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Hersteller von Baumaschinen in Deutschland. Nach der Entflechtung der Vereinigten Stahlwerke AG übernahm Rheinstahl 1952 die Hanomag und lastete bis Mitte der 1960er Jahre die Produktpalette des Werks mit etwa 10.000 Beschäftigten gut aus. 1965 übernahm Rheinstahl auch die Tempowerke, wodurch das Modellprogramm um Kleintransporter erweitert wurde. 1969 fusionierten innerhalb des Rheinstahl-Konzerns Tempo die Nutzfahrzeugsparten von Hanomag
und der Henschel-Werke zur Hanomag Henschel Fahrzeugwerke GmbH. Die Daimler-Benz AG beteiligte sich und übernahm die Gesellschaft bis 1971 ganz. 1974 verschwand der Markenname Hanomag Henschel wieder. Im Jahre 1976 fusionierte Rheinstahl mit Thyssen, was das Ende von Hanomag einleiten sollte, da die Firma aus dem Nutzfahrzeugbau kam und nur noch ein Klotz am Bein des Stahlriesen, den man bei der Neuausrichtung des Konzerns vor den bevorstehenden Fusionsverhandlungen noch gerne loswerden wollte. Im Juli 1970 verkaufte daher Rheinstahl die Hanomag für 120 Millionen Deutschen Mark an Massey Ferguson. Pläne, den Baumaschinenbau des Konzerns in Hannover zu bündeln, wurden nicht mehr umgesetzt. Trotz dieser Entwicklungen blieb der Name Hanomag erhalten. In den 80er Jahren wurde das Unternehmen schließlich erst vom deutschen Unternehmer Horst Dieter Esch und dann von der japanischen Komatsu Limited übernommen, einem der weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen. Unter der neuen Führung blieb der Standort Hannover ein wichtiger Produktionsstandort für Baumaschinen, insbesondere für Bagger. Ein besonderes Merkmal der Geschichte von Hanomag ist die breite Palette an Produkten, die das Unternehmen im Laufe der Jahre herstellte. Von Lokomotiven über Automobile bis hin zu Traktoren und Baumaschinen hat Hanomag in verschiedenen Industriezweigen eine wichtige Rolle gespielt. Diese Vielseitigkeit ist ein Beweis für die Innovationskraft des Unternehmens. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hanomag über fast 2 Jahrhunderte hinweg ein bedeutender Name in der deutschen Industriewelt war. Von seiner Gründung im Jahre 1819 bis hin zur Übernahme durch Komatsu in den 80er Jahren durchlief das Unternehmen zahlreiche Wandlungen. Trotz der Veränderungen in der Eigentümerstruktur bleibt der Name Hanomag mit Innovation und Qualität im Maschinenbau verbunden. Die Geschichte von Hanomag zeigt nicht nur die Entwicklung eines Unternehmens, sondern auch die Veränderungen in der deutschen und globalen Industrie im Laufe der letzten 200 Jahre. Vom Bau von Lokomotiven über den Einstieg in die Automobilproduktion bis hin zur Konzentration auf Baumaschinen, Hanomag ist ein Paradebeispiel für die Anpassungsfähigkeit und den Innovationsgeist der deutschen Industrie. Ja, liebe Freunde, das waren die bewegten Fakten und die Hintergrundgeschichte zur Firma Hanomag. Und jeder von euch, der schon mal in Hannover war, der kennt vielleicht die Hanomag-Hallen und vor allen Dingen die interessanten Umgestaltungen. Alleine das wäre nochmal ein Video wert, wie man aus Industriebrachen tolle, interessante Architektur machen kann. Darum soll es aber nicht gehen. Freunde, ich lade euch jetzt ein zum Klemmbaustein-Review des Kubisets 3119, unserer V2-Rakete mit Meilerwagen und SS100 LKW aus dem Hause Hanomag. Nach 4 Stunden und 30 ist sie fertig. Unsere V2-Rakete mit SS100 Transporter sowie den Meilerwagen und unseren Goodies im Rahmen der Limited Edition der Kubi-Set Nummer 3119, 1525 Steinchen aus Oktober 2024. Und ja, ich habe euch ja gesagt, ihr dürft raten und gerne in die Kommentare schreiben, welche Nummer ich habe. Ich kann euch verraten, es ist keine so niedrige, eher eine höhere Nummer, was ja auch passt zum Raketenstart, der ja immer in die Höhe geht. Freunde, da ist sie. Ich habe die 465. Ich glaube, Kubi ist da gar nicht mehr ganz so, dass man schnell bezahlt und das schnellste Set bekommt. Also heißt die niedrigste Nummer. Ich glaube, dass Kubi hier mittlerweile vielleicht die eigenen Shops, also in der Festung Modlin oder im Hobby Center bevorzugt. Da gibt es ja auch Limited Sets. Eure Erfahrungen könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also hier die 465. Ich schreibe sie mal, beziehungsweise ich klemme sie mal hier hinten an die Wand und schmeiße gleich alles um. Passt aber eh ganz gut, denn wir schauen uns ja gleich die Figuren und die Schilder hier an. Was immer dazu gehört, ist, dass wir eine Menge Steine über haben bei Limited Editions. Hier sogar ein paar Steine, wo ich dachte, hui, wo habe ich die wohl vergessen anzuklemmen? Mir fällt nichts auseinander, es sieht alles ganz gut aus, aber hier dieser 1x4er und auch hier dieser halbe Slope und auch da dieses Teil, also die 1x1 Plate, das Flat-Teil, sieht schon so aus, als hätte ich irgendwo ein paar Steinchen vergessen.
Aber das Set, kann ich euch versprechen, hält, was es verspricht. Von daher eigentlich bis jetzt kein Verlust. Zur Anleitung kann ich euch sagen, die war super. Die hat mir Spaß gemacht zu klemmen. Ich habe hier wirklich nichts dran auszusetzen, außer natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, das viele Grau hier zu bauen. Das macht keinen Spaß. Deswegen bin ich ganz froh, dass Kobi hier so ein leichtes Elfenbein oder Beige, hellbeige genommen hat, um hier das Light Bluish Gray darzustellen. Und bei der Rakete, das blätter ich euch mal kurz raus, gab es einmal einen Baustep, den fand ich sehr verwirrend. Ich sage ja immer bei euch, Pfeile weisen uns den Weg. Hier ist so ein bisschen, ja, krumm schief, also man muss es so versetzt reinstecken. Ich zeige es euch gleich, weil es eine coole Bautechnik ist, aber hier verwirren die Pfeile doch etwas beim Baustep 49. Ich kann euch sagen, dass dieses Set hier wirklich Spaß gemacht hat zu bauen. Wir haben bei unserem Transporter einen sehr leichten Bau, der ja schon bekannt daherkommt, die Schilder und so weiter, alles easy. Die Rakete war wirklich innovativ, fand ich, für Kobi-Verhältnisse. Den Startrampenkasten, der ist ja typisch Kobi, und hier unser Meilerwagen, der war dann etwas frickelig, etwas anspruchsvoll, aber der hat auch Spaß gemacht. Ja, wie fangen wir an bei so vielen tollen Sachen? Ich glaube, mit den offensichtlichsten Dingen fangen wir an, nämlich einmal hier mit unserem Typenschild, nämlich dem Schild Peenemünde, Usedom, Wollin, Stettin, etwas in die Jahre gekommen. Das Schild, wo die Rakete gestartet wurde, beziehungsweise der Ort, wo die Rakete gestartet wurde, das Schild zum Test- und Entwicklungszentrum, finde ich cool. Vor allen Dingen, dass es so groß ist. Ihr seht es hier zu meiner Hand im Vergleich. Mir gefällt es richtig gut und auch eine schöne Bautechnik, auch wenn hier unten es hohl ist. Aber ich mag das ja bei diesen Limited Editions, solche Schilder dazu bekommen zu können. Und dann natürlich die zwei anderen wichtigen Schilder, nämlich einmal hier den, ja, Bauplan unserer Rakete. Da sehen wir hier die Tanks, Sauerstoff bzw. flüssiger Sauerstoff und auch hier das Wasserstoff-Alkohol-Gemisch. Richtig cool, zeige ich euch gleich, aber auch nochmal innerhalb der Rakete. Also schön diesen Blueprint, würde man heutzutage sagen, als gedrucktes Schild zu haben. Und da können wir auch gut unsere Minifiguren hinstellen, zeige ich euch gleich. Und dann natürlich hier unser gelasertes Typenschild mit der 465 in meinem Fall und den Maßstab 1:35. Das Nachmessen des Maßstabes, das klemme ich mir so ein bisschen, weil ich glaube, den haben wir hier nicht wirklich so richtig eingehalten. Es ist wohl eher ein Kompromiss. Schauen wir uns die Figuren an. Wenn wir uns schon die Schilder anschauen, und die Figuren sehen klasse aus. Wir haben hier unseren Wehrmachtssoldaten von der Artillerietruppe mit einem Kanister in der Hand. Sehr gut bedruckt ins Detail. Hier sind die Falten auf der Bluse. Wir sehen hier die Koppel. Wir sehen hier auf den Arm Oberzeichen, die bedruckt sind. Und wir sehen von hinten, dass die Figur nicht bedruckt ist, aber sonst haben wir hier überall sehr detaillierte Drucke und diese braunen Halbschuhe. Gehen wir weiter mit unseren, ja, Mann der Presseabteilung, der Artillerie, mit der Kamera, mit der Brille. Wir haben hier die roten Farben der Artillerie. Auch hier, ich nehme mal die Kamera weg, sehr gut bedruckt. Hier seine Jacke mit Knöpfen. Wir haben das Dienstglas, wir haben schwarze Schuhe. Wir sehen hier wieder die Bauchmuskeln durchschimmern und auch von hinten nicht bedruckt. Die Seiten nicht bedruckt, aber sonst überall hier bedruckt der Torso. Natürlich sind die heimlichen Stars der Figuren hier in diesem Set Wernher von Braun. Hier mit seinem Nadelstreifenanzug, so wie man ihn wohl kennt. Wir haben hier eine Modellrakete. Wir haben hier das Parteiabzeichen, vielleicht vom Raumschifffahrtverein oder von dieser bösen Partei. Oben im Kragen, wir haben das weiße Tuch. Er kommt schon hier sehr elegant daher. Die Gesichtszüge kann man auch erahnen. Und wie gesagt, diese silberne Rakete, die gefällt mir auch sehr, sehr gut von unseren Weltraumpionier. Und dann den Herrn, der das als, ja, Waffengerät fähig gemacht hat, nämlich hier unser Generalmajor. Schön bedruckte Uniform. Ich meine, dass die Uniform hier
von Herrn Dornberger nicht ganz akkurat ist zu dem Zeitpunkt, wo er diese tragen müssen. Es sieht nach einer sehr frühen Uniform aus. Er hat hier seinen Stab, womit er auf die Blaupause zeigen kann, aber sonst sehr schön bedruckte Figur und ein kleines Köfferchen. Also gefällt mir auch sehr gut und hier auch diese roten Streifen, typisch General, an der Hose gefällt mir richtig gut. Ja, wo fangen wir jetzt an? Wir haben so viele Sachen, die ich euch zeigen kann. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Hanomag an. Der steht da hinten so im Eck und ist auch für mich ein bisschen mein Schwachpunkt, weil er kippelt so ein bisschen. Ich habe irgendwie das Problem, dass er hier unten irgendwie verzogen ist. Also bei mir kippelt er. Ich muss ein bisschen aufpassen, ob ich das überhaupt euch zeigen kann. Da seht ihr es vielleicht, da er kippelt. Da ist irgendwie ein Ackstein verzogen. Ich habe hier echt Probleme, euch die ganze Größe dieses Sets zu zeigen. Aber ihr seht da, er kippelt, hier ist irgendwo einer dieser Steine verzogen. Cool finde ich aber diese schönen Felgensteine mit den Löchern. Wir haben hier die Drucke, wir haben ganz groß Hanomag, wir haben den Kühler bedruckt mit Hanomag, wir haben hier die Scheinwerfer, wir haben hier die Lüftungsschlitze, hier unten schön alles sehr detailliert. Wir haben 4 Türen, also hier die Türen, leider keine Sitze, aber hier haben wir auch Türen mit Stopper sogar. Wir haben bedruckte Scheibenwischer und wir haben hier auch diese 4 Türen und von unten diese typische Kobi, ja ungerade Bauweise, hier sogar ein Nummernschild angedeutet und dann hier mit flachen Fliesen überbaut und sogar hier heimlich ein Mercedes-Sternchen eingebaut. Und nicht wundern, das Teil hier oben ist keine Radioantenne, nein, das bräuchten wir hier, um unseren Meilerwagen anzuhängen. Und den schauen wir uns auch gleich mal an und der heißt wirklich Meilerwagen, weil vielleicht kennt der ein oder andere es auf deutschen Autobahnen, da sieht man manchmal bei LKWs das Wort Meiler stehen oder Meilerkipper und genau von dieser Firma kam auch diese Raketenstartrampe, diese mobile und deswegen heißt dieses oder wurde dieses Gerät auch im Umgang und sogar in offiziellen Dokumenten Meilerwagen genannt. Ich finde es etwas fragil jetzt hochzuheben, das werdet ihr gleich sehen. Ich muss gucken, wo ich es anfasse, am besten hier hinten, weil wir haben sehr viele Gelenke. Wir haben einmal hier die Gelenke zum Drehen, wir haben hier das Gelenk, um es anzukoppeln, hier kippt es, wir haben hier Hinge-Elemente und hier unten haben wir auch nochmal Hinge-Elemente. Also dieses Fahrzeug ist, oder dieser Anhänger ist sehr, ja, vorsichtig anzufassen, sagen wir es mal so, aber mit Rakete sehr stabil. Hat viele tolle Details, wie hier diese Tanks, die ja zum Betanken der Rakete teilweise genutzt wurden und auch für die Hydraulik natürlich des Hebemoments hier unseres, wie nennt man das, wo Raketenstartrahmen, so würde ich es nennen, unserer Rampe. Hier hinten haben wir hier die Doppelbereifung, die ich so ein bisschen wackelig finde. Und wir haben hier diese Stelzen zum Ausfahren. Und auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Da haben wir auch wieder hier diese kleinen Tanks und die gleichen Elemente. Wie gesagt, es ist hier durch die Stangen, das kennt man bei Kobi, ein bisschen frickelig. Es ist alles Light Blues Gray. Aber der Wagen hält, was er verspricht und das zeige ich euch jetzt mal. Wir fahren einmal hier die Stützen aus. So. Wir müssen es nach da hinten packen. Wir machen hier die kleine Achse nach unten. Dann fahren wir mal kurz hier unseren kippligen Hanomag zur Seite. Wir packen die Rakete zur Seite, die schauen wir uns auch gleich an. Hier der Standfuß, der typisch mit diesen Kobi-Dreiecken gebaut wurde. Hat auch Spaß gemacht. Ich mag das mit diesen Dreiecken und auch den verschiedenen Dreiecken, die verschiedenen Winkel und die Rakete passt sehr gut hier drauf. Das habt ihr vielleicht gesehen. Ich zeige es euch hier nochmal. Achtet hier auf diese Stäbe. Die passen genau hier unten in die Flossen rein und die Rakete hält sehr stabil auf diesen Startstuhl, Kopf, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber jetzt wollte ich es euch ja zeigen in der Rakete, beziehungsweise im Meilerwagen. Wir haben hier Klemmen, die können wir so aufmachen, da, die können wir zur Seite machen. Wir haben hier oben einen Schlauch, den machen wir ab. Dann legen wir unsere Rakete rein, die hat hier so Stangen, das heißt, wir können hier die Rakete davor positionieren. Wir klemmen dann hier oben diesen Rahmen wieder zu. Ich fahre mal kurz hier mit dem Wagen zu mir, damit ich an den Schlauch komme, noppe das hier auf. Stelle dann den Starttisch mal hier unten drunter und dann kann ich die Rakete sehr gut aufstellen auf diesen Starttisch und es hält und steht wie eine 1. Ihr habt es gerade gesehen.
Das ging jetzt sehr, sehr einfach. Ich sehe gerade, es ist nicht ganz im Bild und man kann es trotzdem hier auch verschieben, ohne dass was passiert. Das habe ich bei anderen V2-Sets schon anders gehabt, die ich gebaut habe. Also hier steht wie eine 1 unser Meilerwagen mit der Rakete. Wirklich neben den tollen Bautechniken, die wir hier in dem Set haben, und zu den ganz guten komme ich ja noch, eine tolle Funktion, das so hinstellen zu können. Und ich möchte jetzt nicht an meinen Tisch wackeln, weil ich ja die Kamera hier mit meinem Tisch verbunden habe und dann würdet ihr das Bild wackeln sehen. Aber es hält schon ein bisschen aus, dass die Rakete hier auf diesen Stuhl, diesen Tisch so steht. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Aber Freunde, sind wir ehrlich, das Wichtigste ist ja hier wirklich die Rakete und die schauen wir uns jetzt einmal an. Dafür mache ich hier oben das auf, klappe es wieder runter und nehme hier den Schlauch ab, der übrigens sehr, sehr gespannt ist. Und dann schauen wir uns die Rakete an. Sie glänzt sehr schön, weil wir diese typischen Kobi-Farben haben. Ich sage ja oft, das Kobi-Weiß ist mit das Schönste in dem Klemmbaustein-Universum und das Schwarz sowieso. Dass es jetzt hier so ein bisschen touchig ist, liegt einfach an meinen Fingern. Diese Rakete ist sehr detailliert, hat auch ein, zwei Schwachpunkte. Ich versuche mal, nee, aber ihr seht, guck mal, da kann ich, da, genau. Das ist ein Schwachpunkt, den zeige ich euch aber gleich. Das habe ich jetzt mit Absicht so gemacht. Aber sie ist sehr detailliert. Hier seht ihr es, wir haben hier unten das Triebwerk. Wir haben hier Zugangsschläuche. Und warum ich auch wollte, dass die Rakete auseinanderfällt, ist, denn wir können auch in die Rakete reingucken. Da haben wir das Triebwerk und wir können hier die Oberschale wegnehmen und schauen dann rein in die Rakete. Wir haben hier die Turbopumpe, die den Kraftstoff an das Triebwerk weiterleitet und wir haben da unseren Flüssigsauerstoff und unser Alkohol-Wasser-Gemisch, was diese Rakete antreibt. Und das finde ich cool, dass wir das hier sehen können. Das hat Kobi cool gemacht, wenn wir mit diesen tollen runden Teilen von Kobi arbeiten, die ja viele von euch aus den anderen Flugzeugbau, sage ich mal, oder vom Schiffbau kennen. Hier haben wir dann die Flosse wieder, die wir drauf machen können. Ein bisschen schade ist, dass wir es hier, ihr seht es vielleicht, sehr, fast bündig abschließend haben. Beim anderen dann wieder kantig, dann wieder bündig, dann wieder kantig. Es wäre irgendwie cooler gewesen, wenn Kobi das hier durchgezogen hätte. Das hätte ich schöner gefunden. Und ja, die Rakete hat eine kleine Schwachstelle. Das ist nämlich hier einmal dieser Baustep, den ich euch vorhin gezeigt habe, eine Anleitung mit den Pfeilen, der so verwunden ist. Und auch hier oben hängt die Rakete, der Kampfkopf, der Sprengkopf, nur hier auf so einen Stab. Aber trotzdem finde ich es ganz cool. Also es sieht super aus. Und warum ich es auseinanderfallen lassen wollte, ist, weil ich euch einfach mal die Bauweise zeigen wollte, weil ich euch zeigen wollte, dass wir hier mit diesen einmal Einsern, mit diesen zwei Stäben, nämlich hier so schräg reinbauen. Das waren diese Pfeile, warum ich gesagt habe, das sieht komisch aus. Ist also eine interessante Bautechnik hier, die so reinzustecken. Aber wir haben in der Spitze noch tollere Bautechniken, deswegen können wir es mal ruhig nochmal auseinandernehmen. Wir haben nämlich hier, vielleicht kann man es sehen, so durchblitzend, so eine halbe Fliese mit Noppe nach unten, die wir in der Bauanleitung nämlich eigentlich nur reinlegen. Da seht ihr es, schaut mal. Diese Steine bauen wir 4-mal zusammen, also dieses Konstrukt aus Steinen, nämlich hier diesen 1x1er mit dieser Öse, wo wir einen Stab durchstecken und dann diese kleine Platte und die legen wir dann einfach rein. Also wir legen sie wirklich nur rein hier und dann überbauen wir sie mit diesem Slope und schon haben wir hier eine fast runde Spitze und oft wird bei Kobi ja gesagt, Formteile, Formteile, Formteile. Hier baut Kobi im Rahmen seiner eigenen kreierten Steine das wirklich Brickbuild bis zur Spitze und das gefällt mir. Also eine Rakete, die, wahrscheinlich ist das bei Raketen so und gerade hier bei unserer Aggregat 4 etwas, auch fragil sein muss. Trotzdem ist es die massivste Rakete, die ich jetzt hier gebaut habe aus Klemmbausteinen. Natürlich die Saturn von Lego, die Saturn 5, quasi die Großnichte dann hier unserer Aggregat 4 aus dem Hause Lego, ist etwas stabiler, aber auch etwas größer. Und wenn ich da so wackeln würde wie hier, würde sie wahrscheinlich auch auseinanderfallen. Ja, also wirklich sehr detaillierte Bautechniken bzw. Einsichten, die wir bauen. Hier, wie gesagt, in die
Antriebskonstruktion, wir haben unseren coolen Hanomag, wo sich die Fakten drum gedreht haben, wir haben unseren Meilerwagen und ihr bekommt jetzt bei den Detailbildern noch einmal Fakten natürlich zu unseren Figuren hier unten, zu Herrn Dornberger und zu Herrn Werner von Braun. Das gehört sich natürlich so. Und deswegen wünsche ich euch jetzt nochmal viel Spaß bei der Bildershow und bei der kleinen Faktenzeit, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr ein paar Detailbilder von unserer Limited Edition aus dem Hause Kobi und on top, wie versprochen, noch Infos zu 2 der 4 Figuren aus diesem Set. Walter Robert Dornberger, 1885 in Gießen geboren, war Generalmajor der deutschen Wehrmacht und im Heereswaffenamt zuständig für das gesamte deutsche Raketenwaffenprogramm. Er war Mitglied im Verein für Raumschifffahrt, wo auch Wernher von Braun Mitglied war, wie viele andere deutsche Raumfahrtpioniere. Nach dem verlorenen Krieg ging er mit vielen anderen Raketenspezialisten im Rahmen der Operationen Backfire bzw. Paperclip in die USA. Dort wurde er später US-Staatsbürger und war maßgeblich an der Entwicklung der North American X-15 beteiligt, dem Rekordraketenflugzeug, das Mach 6,72 erreichte. Er arbeitete lange bei der Bell Aircraft Corporation, dort wurde er sogar Teil der Geschäftsführung. Die erste Patriot-Flugabwehrraketenstellung der US Army Europe wurde 1984 bei der Hohen Warte in der Nähe von Gießen eingerichtet und durch den deutschen Verteidigungsminister Manfred Wörner nach Walter Dornberger benannt. Er verstarb 1980 in Obersassbach, da er nach seinem Ruhestand zurück nach Deutschland kam und sich in Baden-Württemberg niederließ. Werner von Braun war ein deutscher Raketenwissenschaftler, der maßgeblich an der Entwicklung der V2-Rakete während des Zweiten Weltkriegs beteiligt war. Nach dem Krieg arbeitete er im Rahmen der Operation Paperclip für die USA und spielte eine Schlüsselrolle im amerikanischen Raumfahrtprogramm. Er leitete die Entwicklung der Saturn-V-Rakete, die die Apollo-Mission zum Mond ermöglichte. Von Braun gilt als einer der Pioniere der modernen Raumfahrt, bleibt jedoch wegen seiner Verbindungen zum NS-Regime umstritten. Und ich denke, zum Abschluss wäre es doch ganz cool, wenn noch ein paar Fakten, wenn auch verkürzt, zur V2 kommen. Die V2 war die erste funktionsfähige ballistische Rakete der Welt, entwickelt von Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Sie wurde 1944 erstmals gegen Ziele in London und Antwerpen eingesetzt und erreichte eine Geschwindigkeit von über 5.760 Kilometer pro Stunde. Die Rakete hatte eine Reichweite von etwa 320 Kilometern und trug einen Sprengkopf von rund einer Tonne. Trotz ihres technologischen Fortschritts verursachte die V2 im Vergleich zu anderen Waffensystemen relativ wenige Opfer. Aber sie markierte den Beginn des modernen Raketenzeitalters. Insgesamt wurden etwa 6.000 V2-Raketen während des Zweiten Weltkriegs produziert. Von diesen wurden rund 3.000 gegen alliierte Städte und militärische Ziele eingesetzt. Die Produktion der V2 erfolgte größtenteils in unterirdischen Fabriken unter unmenschlichen Bedingungen, wobei tausende Zwangsarbeiter starben. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als das Kobi für mich gerade interessante Limited Editions oder Executive Editions auf den Markt bringt. Denn die V2 ist jetzt ja nur ein Set von vielen. Ich freue mich richtig auf die SR71, die Blackbird, die ich schon bestellt habe und hier hoffentlich auch bald mit viel Mach auf meinen Bautisch landet, so wie die Rakete mit viel Geschwindigkeit in den Himmel gestiegen ist. Ein tolles Set mit einigen Schwächen, aber für mich perfekt, weil ich euch eine ganze Menge erzählen durfte. Wie immer, wenn ihr noch Ergänzungen habt, wenn ihr noch sagt, Mensch Bloxy, das möchte ich zu dieser Thematik noch erzählen, dann schreibt mir das gerne bitte unten in die Kommentare. Und unten vor den Kommentaren findet ihr die Infobox. Da findet ihr alle Informationen rund um dieses Set sowie die anderen Varianten der V2-Sets, die Kobi gerade aktuell, wie gesagt, Stand Oktober 2024 auf den Markt gebracht hat. Und wenn ihr eh dabei seid und da unten rumguckt, dann lasst wie gesagt einen Kommentar nicht nur über die Fakten da, sondern gebt mir bitte auch Feedback, wie ihr das Video fandet, was hätte ich anders machen können. Ich bin da immer interessiert über eure Meinungen und über einen Daumen hoch, einen Kommentar und das Drücken der Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, würde ich mich auch sehr
freuen. Den ganzen anderen Sponsorenkram, den könnt ihr euch denken, den sagen YouTuber immer, dürft ihr auch gerne vorbeischauen. Ja, in diesem Sinne, ich bin begeistert von der Rakete. Ich denke mal, das habt ihr gehört. Ich muss mir jetzt nur wieder ein Plätzchen suchen, denn der Raum, anders als der Weltraum, hier mein Klemmbaustein-Raum, der ist halt nicht unendlich. Ja, ich bleibe dabei. Bei einem Fahrzeug sage ich eigentlich immer gute Fahrt. Bei einem bei einem Raumschiff, einem Fliegding muss ich eigentlich sagen guten Flug. Ich wünsche euch einfach von ganzem Herzen eine gute Zeit. Bleibt gesund. Gute Fahrt, guten Flug. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.